Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir wieder das schnelle Sonntagsrezept, ein besonderes Format, in dem ich euch Mittagessenrezepte zeige, die ihr innerhalb von 30 Minuten kochen könnt. Heute gibt es wieder ein Rezept von meiner Großmutter. Das sind meiner Meinung nach sowieso die allerbesten. Und zwar machen wir heute Reibeplätzchen, ganz klassisch mit nur 3 Zutaten. Wie man die zubereitet, ja, das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr wie angesprochen nur 3 Zutaten, etwa 2 Kilogramm geschälte Kartoffeln, eine Zwiebel und 4 Eier. Da wir in diesem Rezept kein Mehl verwenden, werden die Kartoffelrösti besonders knusprig. Als erstes werden die Kartoffeln natürlich noch geschält, aber bitte nicht waschen, denn wir brauchen für dieses Rezept die Stärke der Kartoffeln. Jetzt reiben wir erstmal ca. 3/4 der Kartoffeln. 5 bis 6 Kartoffeln solltet ihr allerdings später übrig lassen. Wir reiben die Kartoffeln erstmal auf der Reibe auf einer sehr feinen, aber nicht auf der feinsten Stufe. Die letzten 4 bis 5 Kartoffeln, die reiben wir dann auf der allerfeinsten Stufe der Reibe. Das hat den Sinn, dass die Rösti später ein besseres Mundgefühl haben, da sie nicht allzu fein sind, sondern auch ein bisschen grob strukturiert. Jetzt benötigt ihr ein ganz feines Sieb und eine zweite Schüssel. Erst einmal geben wir die Hälfte der Kartoffeln in das feine Sieb. Jetzt werden die Kartoffeln über dem Sieb mit einem Löffel gut ausgedrückt. So pressen wir die Stärke und das Wasser aus den Kartoffeln heraus. Die Kartoffeln sollten so trocken wie möglich sein. Umso weniger Flüssigkeit sie jetzt zu diesem Zeitpunkt enthalten, umso knuspriger werden die Rösti später in der Pfanne. Die Kartoffelstärke und das Wasser dabei unten in der Schüssel auffangen und bitte nicht wegschütten. Die brauchen wir später noch. In die jetzt relativ trockene Kartoffelmasse reiben wir eine Zwiebel. Die Zwiebel, die solltet ihr auf der feinsten Stufe eurer Reibe reiben. Jetzt geben wir unsere 4 Eier zu den Kartoffeln und den Zwiebeln dazu. Pro 500 Gramm Kartoffeln solltet ihr ein Ei verwenden. Als nächstes würzen wir unsere Rösti-Masse. Zuerst gebe ich erst einmal einen Teelöffel Salz hinzu. Dazu kommt dann Pfeffer nach Geschmack, da müsst ihr selbst entscheiden, wie viel ihr ungefähr nehmen wollt. Und an jede gute Kartoffelmasse gehört auch eine Prise Muskatnuss. Das Ganze wird jetzt erst einmal mit einem Holzlöffel richtig kräftig durchgemengt. Und wie ihr seht, wird der Teig jetzt auch deutlich flüssiger. In dem Teig entsteht jetzt durch das Ei eine Art Bindung. Jetzt solltet ihr die Kartoffelmasse einmal abschmecken, um zu schauen, ob genug Salz vorhanden ist. Das macht ihr am besten mit einem Löffel und probiert einfach einmal. Jetzt bei mir fehlt meiner Meinung nach noch ein bisschen Salz, deshalb gebe ich noch mal einen Teelöffel Salz dazu. Jetzt rühre ich das Ganze natürlich noch einmal durch, damit sich das Salz auch gut in der Masse verteilen kann. Da der Teig jetzt durch die Zwiebel und das Ei wieder flüssiger geworden ist und Wasser zieht, müssen wir ihn ja irgendwie wieder binden. Und jetzt kommt die Kartoffelstärke zum Einsatz. Wir gießen das Kartoffelwasser ab und unten in der Schüssel drin, da bleibt die Stärke. Und nur diese Stärke, die geben wir jetzt zu unserer Kartoffelmasse dazu. Damit binden wir sie jetzt, denn so brauchen wir kein zusätzliches Mehl. Und diese Stärke macht die Kartoffelrösti hinterher richtig schön knusprig. Wir geben jetzt die Stärke einfach zu dem Kartoffelteig dazu und rühren dann richtig kräftig durch.
So verbindet sich die Stärke mit der Kartoffelmasse und bindet sie richtig schön. Sie saugt quasi das Wasser förmlich auf. So bekommt der Rösti-Teig genau die richtige Konsistenz, die wir für ein knuspriges Bratergebnis brauchen. Jetzt erhitzen wir noch das Öl in einer Pfanne. Ich nehme hier Rapsöl, da es geschmacksneutral ist. Alternativ eignet sich auch sehr gut Sonnenblumenöl. In die Pfanne müsst ihr sehr viel Öl geben, da die Reibeplätzchen später darin schwimmen sollen. Wenn die Pfanne richtig heiß geworden ist, dann gebt ihr den Teig der Reibeplätzchen portionsweise in die Pfanne hinein. Wenn der Teig am Rand eine schöne krosse Farbe bekommt, so ein richtig schönes tiefes Braun, dann wird es Zeit, die Reibeplätzchen zu wenden. Wenn ihr die Reibeplätzchen gewendet habt, dann lasst ihr sie von der zweiten Seite genau die gleiche Farbe bekommen wie von der ersten. Das dauert circa nochmal so 3 bis 4 Minuten. Zwischendurch lohnt es sich immer mal einen Blick darunter zu werfen, damit sie nicht zu dunkel werden. Wenn die Reibeplätzchen fertig sind, gebt ihr sie einfach auf ein Küchenkrepp. Dort können sie dann in Ruhe abtropfen. Wir essen unsere Reibeplätzchen immer ganz klassisch mit Apfelmus. Man kann sie aber auch sehr gut mit Zucker essen. Und viele machen sich auch ein Bergmannschnitzel und essen sie abends kalt auf einem Brot. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!